Ahoi, liebe Kreuzfahrtfreunde und herzlich willkommen in Hongkong. Eure Ostasien-Kreuzfahrt wird in dieser Megametropole entweder starten oder enden. Und in diesem Video geben wir euch mal den einen oder anderen Tipp dazu. Zunächst einmal hoffen wir, dass ihr keine Probleme mit der Anreise habt oder hattet, falls ihr diese in Eigenregie gebucht habt. Denn es ist ja im Moment wirklich nicht einfach, nach Hongkong zu fliegen. Die aktuell von der Durchführung her sichersten und preiswertesten Flüge gehen mit einem Stopover über China. Die Lufthansa hingegen nimmt mittlerweile echte Mondpreise. Wenn ihr eure An- und Abreise bei TUI Cruises gebucht habt, habt ihr diese Probleme zwar nicht, aber dann habt ihr auch in Hongkong bestenfalls 1,5 Tage Zeit, um diese fantastische Stadt zu erkunden. Und wenn ihr dann auch noch erst am späten Abend und wahrscheinlich ziemlich kaputt von der Anreise auf eurer Wohlfühloase eintrefft, bleibt euch gerade noch mal ein Tag. Die Mein Schiff legt hier in Kai Tak an. Und das war der früher einmal berühmt-berüchtigte Airport von Hongkong. Selbst wenn ihr am Ankunftstag keine Lust mehr habt, irgendetwas zu machen, ihr solltet zumindest entweder rauf zum Pooldeck gehen oder runter an den Pier und den fantastischen Blick auf Hongkong Island genießen. Das Cruise Ship Terminal befindet sich in Kowloon, also auf dem Festland. Hongkong Island ist aber von hier aus recht schnell und sehr bequem zu erreichen. Und wie? Das zeigen wir euch auch in diesem Video. Falls ihr noch irgendetwas für eure Kreuzfahrt vergessen habt, ist das hier absolut kein Problem. Ihr geht vom Pier aus bestenfalls 10 Minuten zu Fuß und erreicht einige Einkaufsstraßen. Und hier bekommt ihr garantiert alles, was ihr für eure Tour noch braucht. Ihr könnt hier fast überall problemlos mit einer Kreditkarte bezahlen. Auch wenn ihr bei TUI Cruises Internet an Bord gebucht habt, solltet ihr euch zusätzlich in jedem Fall eine eSIM-Karte besorgen. Da ihr ja nur relativ kurze Zeit hier in Hongkong seid, kostet euch das Ganze in der Regel nicht mehr als 5 Euro. Wir hoffen mal in eurem Sinn, dass ihr nicht den Landausflug zum Disneyland gebucht habt. Vom unverschämt hohen Preis für diesen Landausflug jetzt mal ganz abgesehen. 6 Stunden in einem Disneyland machen nun wirklich absolut keinen Sinn. Die Zeit ist einfach viel zu kurz für einen solchen Freizeitpark. Wer nun unbedingt dorthin will, sollte es auf alle Fälle in Eigenregie machen. Das Tagesticket kostet nämlich 75 Euro. Und mit dem öffentlichen Personennahverkehr seid ihr in guten 70 Minuten da. Und der Preis für Zug und Bus liegt bei nicht einmal 12 Euro. Ihr spart so dann pro Person schon mal gute 150 Euro. Und dieses Geld könnt ihr weiß Gott an anderer Stelle sinnvoller ausgeben. Aber der Zeitfaktor bleibt natürlich. Und wenn ihr euch schon mal ein Disneyland ansehen wollt, dann macht besser ein verlängertes Wochenende im Disneyland Paris. Ihr habt definitiv mehr davon. Selbst wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, die werden das hier auch nicht wirklich genießen können. Also lasst die Finger von diesem Ausflug. Wenn ihr wirklich unbedingt in einen Freizeitpark gehen wollt, dann gibt es hier eine sehr schöne Alternative zum Disneyland. Und die ist auch gar nicht mal so weit von der Mein Schiff aus entfernt. Bis zum Disneyland braucht ihr ja zwischen 60 und 70 Minuten. Den Ocean Park könnt ihr schon locker innerhalb von 20 Minuten erreichen. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das in jedem Falle in Eigenregie durchführen. Denn von TUI Cruises aus wird ein Landausflug hierher nicht angeboten. Entweder ihr macht von der Mein Schiff aus einen wirklich sehr schönen Spaziergang bis zum Victoria Harbour. Und wenn euch der Weg zu Fuß zu weit ist,
bestellt ihr euch einfach mit der Flight Taxi App ein Taxi. Uber funktioniert hier in Hongkong aber auch ganz gut. Wobei ihr euch hier bei Uber letzten Endes auch nur ein Taxi ruft. Denn Privatfahrer, wie man es sonst kennt, gibt es hier in Hongkong nicht. Am Clock Tower vorbei geht ihr dann immer am Wasser entlang zum Victoria Harbour. Ihr habt dabei dann einen wirklich fantastischen Blick hinüber nach Hong Kong Island. Am Victoria Harbour wartet dann eines der garantiert bekanntesten Wahrzeichen der Stadt auf euch. Hier befindet sich nämlich die Anlegestelle der Star Ferry. Und wenn man in Hongkong ist, muss man einfach mal mit dieser weltberühmten Fähre gefahren sein. Für eine Fahrt von Kowloon aus hinüber nach Hong Kong Island zahlt ihr umgerechnet nicht einmal 50 Cent. Der einzige von TUI Cruises angebotene Landausflug, bei dem ihr auch eine Fahrt mit der Star Ferry macht, kostet insgesamt gleich mal 129 €. Auf diesen Landausflug gehen wir dann etwas später nochmal ausführlicher ein. Wir finden sowieso die Landausflüge, und zwar nicht nur bei TUI Cruises, sondern bei allen Reedereien, sind mittlerweile total überteuert. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns eure Meinung doch einfach mal in die Kommentarzeile. Die Fahrt mit der Star Ferry ist irgendwie sowas wie eine kleine Hafenrundfahrt mit einem wirklich traumhaft schönen Ausblick. Wenn ihr dann auf Hong Kong Island angekommen seid, könnt ihr noch einen kleinen Bummel durch die Häuserschluchten machen. Anschließend setzt ihr euch einfach in den Bus, der euch auf direktem Weg zum Ocean Park fährt. Der Eintritt hier kostet für Erwachsene rund 65 € und Kinder unter 12 zahlen die Hälfte. Aber man bekommt im Gegenzug dafür auch wirklich jede Menge geboten. Hier könnt ihr dann auch etwas sehen, was es im Disneyland nicht gibt und was man auch in den meisten großen Zoos in Europa inzwischen leider nicht mehr zu sehen bekommt, nämlich echte Panda-Bären. Alleine schon für diese wirklich unglaublich süßen Tiere hatte sich für uns die Fahrt hierher schon gelohnt. Ihr seht hier im Ocean Park aber auch das alte Hongkong, so wie es vor einigen Jahrzehnten wohl einmal ausgesehen hat. All das sind Dinge, die ihr im Disneyland garantiert nicht sehen werdet. Der Ocean Park ist übrigens 28 Jahre älter als das Disneyland. Und er ist nach wie vor in einem wirklich hervorragenden Zustand. Klar, Shows und Akrobatik gehören natürlich auch hier dazu. Und die Shows, die hier im Ocean Park gezeigt werden, sind nicht schlechter als die Shows, die ihr euch in Disneyland ansehen könnt. Eine Besonderheit gibt es allerdings hier im Ocean Park. Er besteht nämlich aus 2 Teilen. Die beiden Teile werden durch eine doch recht hohe Hügelkette voneinander getrennt. Und sie sind über eine Gondelbahn miteinander verbunden. Und die Fahrt mit dieser Gondelbahn ist einfach klasse. Vor allem das Panorama, das man dabei zwischenzeitlich immer wieder mal zu sehen bekommt. Die Fahrt mit der Gondelbahn ist im Eintrittspreis eingeschlossen. Ihr müsst also nichts extra dafür zuzahlen. Ein kostenloses Vergnügen, das wirklich richtig Spaß macht. Jetzt aber mal was in eigener Sache. Wenn euch unser Video gefällt, wäre es ganz toll, wenn ihr uns dafür einen Daumen hoch dalassen würdet. Und wenn ihr mehr Filme, nicht nur über die Mein Schiff oder Kreuzfahrten, sondern aus aller Welt sehen möchtet, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Ihr helft uns damit ganz enorm, unseren Kanal weiterzuentwickeln. Jetzt schon mal vielen lieben Dank dafür.
Auch im zweiten Teil des Ocean Parks stehen die Fahrgeschäfte natürlich im Vordergrund. Ähnlich wie im Disneyland muss man dafür nichts mehr separat bezahlen. Es ist alles im Eintrittspreis eingeschlossen. Allerdings sind die Schlangen hier im Ocean Park vor den Attraktionen nicht annähernd so lang wie im Disneyland. Ihr könnt so im selben Zeitraum hier also deutlich mehr machen, als ihr es im Disneyland könntet. Die Fahrt mit der Seilbahn zwischen den beiden Teilen des Ocean Parks dauert zwischen 10 und 15 Minuten. Und das liegt in erster Linie daran, dass zwischen beiden Parkhälften 1,5 Kilometer liegen. Aufgrund der Menge der Gondeln gibt es bei den Einstiegspunkten so gut wie keine Wartezeit. Ihr könnt einfach hingehen und seid normalerweise innerhalb von nicht einmal einer Minute in der Gondel. Den Fußweg, der hier parallel zur Seilbahn verläuft, darf man als Besucher nicht benutzen. Er ist ausschließlich für Servicekräfte gedacht, die sich um die Funktionsfähigkeit der Seilbahn kümmern. Die Strecke wäre aber auch zu Fuß wahrscheinlich viel zu beschwerlich. Der Ocean Park ist zwar nicht ganz so groß wie das Disneyland, ihr könnt hier aber locker einen kompletten Tag verbringen, ohne dass euch langweilig werden würde. Was ihr dabei aber immer im Blick haben solltet, ist die Uhrzeit. Denn die Mein Schiff im Hafen wartet garantiert nicht auf euch, wenn ihr zu spät kommt. Wenn wir es eilig gehabt hätten, hätten wir jetzt den Bus zurück zum Hafen genommen. Da wir aber doch noch reichlich viel Zeit übrig hatten, beschlossen wir kurzerhand, auch für die Rückfahrt die Star Ferry zu nehmen. Eine Fahrt mit dieser traditionsreichen Fähre dürft ihr euch hier in Hongkong auf gar keinen Fall entgehen lassen. Es ist ein echtes Erlebnis und eines der absoluten Highlights, die ihr hier miterleben könnt. Die Fähren verkehren alle 10 Minuten und sie fahren täglich zwischen 6:30 Uhr und 23:30 Uhr. Das bedeutet für euch, ihr könnt während eures Aufenthaltes hier in Hongkong jederzeit einmal mit der Star Ferry fahren. Selbst wenn ihr für diesen Tag eigentlich nichts geplant hattet, solltet ihr trotzdem einmal mit dem Taxi zum Victoria Harbour fahren. Dann setzt ihr euch hier in die Star Ferry, fahrt einmal rüber nach Hong Kong Island und nehmt die nächste Fähre wieder zurück nach Kowloon. Und wenn ihr es so macht wie wir, dann habt ihr gleich an einem Tag 2 Landausflüge gemacht. Denn ihr müsst vom Victoria Harbour aus nicht mal einen langen Umweg nehmen, um trotzdem alles zu sehen, was in diesem Landausflug sonst angeboten wird. Das Einzige, was euch fehlt, ist die Fahrt mit der Straßenbahn. Und eine Straßenbahnfahrt ist nun nicht wirklich das, was man hier in Hongkong machen muss. Ihr solltet immer daran denken, dass ihr hier in Hongkong nur einen einzigen Tag zur Verfügung habt. Und den solltet ihr nicht überfrachten. Nehmt euch also nicht zu viel vor, damit ihr Hongkong wirklich noch genießen könnt. Wenn ihr dann schließlich am späten Nachmittag oder am frühen Abend wieder zurück an Bord eurer Wohlfühloase seid, könnt ihr euch dann nämlich richtig auf die bevorstehende Asientour freuen. Ein weiterer Ausflug, den ihr nicht buchen solltet, ist die Fahrt zum Polin-Kloster. Auch nicht die im kleinen Kreis, denn mal ehrlich, mit 25 Personen in einer Gruppe kann man wirklich nicht mehr von einem kleinen Kreis sprechen. Vom Preis jetzt mal abgesehen. Ihr sitzt von den 5 Stunden Ausflugsdauer Hin- und Rückfahrt zusammengerechnet 2 Stunden alleine schon im Bus. Das Polin-Kloster ist vom Hafen aus noch weiter entfernt als das Disneyland. Und die Busfahrt dahin ist nun nicht wirklich schön. Wenn ihr diesen Ausflug unbedingt machen wollt, macht ihn auf eigene Faust. Ihr spart jede Menge Geld und seid mit dem Zug auch viel schneller da. Es ist nun nicht so, dass sich das Kloster nicht lohnen würde.
Aber ihr sitzt eben nicht nur mindestens eine Stunde im Bus, sondern ihr fahrt auch noch eine knappe halbe Stunde mit der Seilbahn hinauf zum Kloster. Und das gleiche gilt dann natürlich auch wieder für die Rückfahrt. Das bedeutet, ihr habt am Kloster selbst vielleicht einmal knappe 2 Stunden Zeit. Und das ist für Polin einfach viel zu wenig. Wenn ihr diesen Ausflug auf eigene Faust macht, solltet ihr auf alle Fälle schon ganz früh morgens eure Wohlfühloase verlassen und euch auf den Weg machen. Dann habt ihr wirklich noch was von diesem Tag. Wenn ihr euch nun fragt, wie wir das alles bewerkstelligt hatten, das ist schnell erklärt. Wir hatten nämlich die An- und die Abreise in Eigenregie geplant und waren 3 Tage vor dem Ablegen der Mein Schiff hier in Hongkong. So hatten wir also reichlich Zeit, uns all das anzusehen, was ihr in einem Tag garantiert nicht schaffen werdet. Wer hier in Polin dann eher eine ruhige Klosterstimmung erwartet, wird wohl recht schnell enttäuscht sein. Den Big Buddha werdet ihr während des gebuchten Landausfluges auch nur von unten zu sehen bekommen. Denn die Zeit, um die 268 Stufen nach oben zu gehen, habt ihr bei diesem Ausflug ja gar nicht. Anders sähe es aus, wenn ihr die An- und Abreise in Eigenregie gebucht habt. Dann hättet ihr sogar die Zeit, eine Wanderung zum Big Buddha zu machen. Das heißt, ihr geht die gesamte Strecke, die ansonsten die Seilbahn entlang fährt, zu Fuß. Wer das plant, sollte allerdings jede Menge Wasser dabei haben und in einer sehr guten körperlichen Verfassung sein. Wenn ihr Fragen zu diesem oder einem anderen unserer Videos habt, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentarzeile. Wir antworten garantiert. Und wir freuen uns auch immer, wenn wir dem einen oder anderen von euch bei der Planung seiner eigenen Kreuzfahrt bzw. seines eigenen Urlaubs ein wenig helfen konnten. Der Fußmarsch zum Big Buddha durch diese fantastische Landschaft hindurch ist wirklich nur was für extreme Wanderer. Aber er ist ganz bestimmt ein tolles Erlebnis. Wir haben uns das körperlich allerdings nicht zugetraut. Die Seilbahn wechselt in ihrem Verlauf mehrfach die Richtung. Aber das ist technisch hier einfach wirklich ganz toll gelöst worden. Wenn ihr auf eigene Faust nach Polin wollt, solltet ihr für die Gondeln natürlich ein Hin- und Rückfahrticket buchen. Ihr könnt dabei zwischen verschiedenen Gondeln auswählen. Die einfachen Gondeln kosten rund 6 € für die Hin- und die Rückfahrt. Ihr könnt aber auch mit der sogenannten Kristallkabine nach oben fahren. Diese Gondeln haben dann nämlich einen Glasboden und das ist wirklich ganz toll. Der Ticketpreis dafür liegt dann aber doch schon bei über 20 €. Ihr solltet dabei dann aber auch immer daran denken, die Gondeln mit dem Glasboden sind dann aber nichts für Menschen mit Höhenangst. Da es für uns erst am nächsten Morgen an Bord der Mein Schiff gehen sollte, hatten wir natürlich an diesem Tag jede Menge Zeit. Und so beschlossen wir kurzerhand, auch mal die Busfahrt zurück nach Hongkong auszuprobieren. Es lohnt sich nicht wirklich. Also überlegt euch wirklich gut, ob ihr den Landausflug nach Polin tatsächlich buchen wollt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Landausflügen auszuwählen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher der Landausflüge für euch in Frage kommt, dann schreibt uns das einfach in die Kommentarzeile. Denn wir haben hier in Hongkong wirklich schon jede Menge gesehen und erlebt. Und wir können euch ganz bestimmt den einen oder anderen Rat bezüglich eurer geplanten Landausflüge geben. In unserer Playlist findet ihr mittlerweile über 90 Videos von den TUI-Schiffen. Den Link dafür blenden wir euch hier rechts oben mal in den Bildschirm ein. Schaut einfach mal rein.
es ist bestimmt auch das eine oder andere interessante Video für euch dabei. Mit dem Auslaufen der Mein Schiff war dann das Kapitel Hongkong auch für uns beendet. Und wir hoffen mal, dass wir euch auch bei den nächsten Stationen unserer Asienkreuzfahrt wieder an Bord begrüßen dürfen.